Ja, liebe Uhrenfreunde, willkommen im Frühling in der Stolbergasse 2 in unserer Galerie zu unserem heutigen Video. Heute mit Herrn Dr. Robert Bunkenhofer, der die Firma Suchi, die einst größte und wichtigste Fabrikation von Taschenuhren und Großuhren in Prag, in Wien, aber auch in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz wachgeküsst hat. Aber dazu später. Darf ich Ihnen jetzt hier aus unserer Publikation die Wand- und Bodenstanduhren der Donaumonarchie, Habsburger Monarchie auf Seite 111 hier einige Basisdaten nennen zu Karl Emanuel Suchi, 1796 geboren in Prag und 1866 verstorben. Der Begründer der Dynastie Suchi er hatte drei Söhne, die das Unternehmen weitergeführt haben. Bis 1941 war das Unternehmen aktiv. In Prag, später dann in Wien, aber auch in La Chaux-de-Fonds in der Schweiz. Suchis waren Erfinder, sie waren K&K Hoflieferanten, sie haben auf den Gewerbeausstellungen teilgenommen, ihre Erfindungen präsentiert und waren, wie schon erwähnt, im 19. Jahrhundert die wichtigste Uhrenfabrikation mit bis zu 100 Mitarbeitern. In Wien war das Geschäft übrigens in der Roten Turmstraße und durch mehrere Generationen bekannt. Wir haben hier die Biografie erarbeitet und das war auch der Grund, wieso ich Robert Bunkenhofer auf die Art und Weise kennengelernt hatte, der im diplomatischen Dienst war, Vienna Advig organisiert und seit 8 Jahren diese großartige Firma wachgeküsst hat. Es gibt hier Großuhren, es gibt unterschiedliche Armbanduhren. Ich trage selber eine gut passend zu meinem Sakko, zum Hemd, eine wunderbare Armbanduhr mit einem herrlichen Design. Ja, lassen wir Robert Bunkenhofer zu Wort kommen. Er wird hier über seine Tätigkeit, wie gesagt, seit 8 Jahren berichten, wie es dazu kam. Robert, erzählen Sie, wie es dazu kam, dass Sie auf die Idee, und wie kam die Idee? Ja? Das wäre interessant, dass diese großartige Firma, die ja schon im 19. Jahrhundert großartige Uhren gefertigt hat, wieder wachgeküsst wurde. Inspiration, wie kam es dazu? Ja, sehr gern. Also herzlichen Dank einmal für die Einladung, weil für mich ist es eine große Ehre, hier bei dir und bei euch sein zu dürfen in diesem fantastischen Geschäft. Und auch bin ich sehr dankbar dir und deinem Team, dass ihr da oft mehr wusstet von Karl Suchi und Söhne als ich. Und wie kam es dazu? Also du hast es erwähnt, ich war ja viele Jahre im diplomatischen Dienst als Wirtschaftsdelegierter, so quasi meine Leidenschaft für Österreich war und ist immer groß gewesen. Ich habe im Zuge dessen aber immer wieder auch für österreichische Firmen Ausstellungen organisiert, ob das jetzt Messen waren oder auch Designausstellungen. Und im Zuge einer dieser Ausstellungen in Mailand hatte ich im Rahmen der Weltausstellung historische Marken recherchiert. Und da stieß ich per Zufall eigentlich auf Karl Suchi und Söhne und habe mir gedacht, darf nicht wahr sein, so eine wunderbare Geschichte. Kaiser Franz Josef, Sissi, selbst Sigmund Freud waren Kunden und da blieb mir nichts anderes übrig, dass ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt die Wiederbelebung, aber noch nicht gedacht als Firma, sondern du weißt, ich habe auch in Graz die Murinsel gemacht, ich mache die Vienna Advig. Also was mich immer angetrieben hat, ist aus nichts, aus einer Idee, was Schönes machen. Ne? Und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich meine eigene Uhr. Und wollte natürlich dann trotzdem, weil ich am Markt jetzt auch keine hatte, außer vielleicht die Max Bill
die also sehr schöne, schlichte Uhr war. Vielleicht habe ich noch eine Swatch gehabt, aber das war's. Ne? Und ich habe mir gedacht, na, jetzt mache ich für mich eine Uhr und hatte dann aber schon ein Netzwerk. Als Diplomat war ich gewohnt, mich zu vernetzen etc. mit einem Top-Uhrmacher, mit einem Top-Designer. Und ja, eines Tages hatte ich dann vor über 8 Jahren 20 Stück, hast ja Minimum-Bestellmengen oft, und hatte dann plötzlich 20 Stück in meinen Händen. Ganz aufgeregt war ich, wie ich die erste Uhr in meinen Händen hielt. Und ja, war im Grunde genommen dann begeistert, konnte diese 20 Stück tatsächlich an so klassisch Startup, ein 200 Jahre altes Startup, an Family, Friends and Fools sozusagen verkaufen. Mein Vater musste eine kaufen, mein Bruder musste eine kaufen. Und dann erst habe ich mir gedacht, na gut, vielleicht mache ich eine Firma draus. Und habe dann ein, zwei Leute kontaktiert und habe einen Partner in der Firma, Peter Bravik, der ehemalige Chef von Nestlé, Chairman von Nestlé. Und der ist im Hintergrund, aber hat am Anfang geholfen mit Finanzierung. Ich gebe mein Herzblut sozusagen und mein Schweiß des täglichen Arbeitens. Und wir haben es jetzt geschafft, innerhalb von 8 Jahren 4 Kollektionen rauszubringen und in über 20 Länder unsere Uhren an wirklich Top-Sammler platzieren zu können. Und ja, also es ist mit sehr viel Herzblut und sehr viel Leidenschaft und eigentlich ja dieser Gestaltungswillen und hier eine Perspektive aus österreichischer Sicht auf die Haute Horlogerie, also auf die hohe Uhrmacherkunst wiederzusetzen, weil du hast ja selber in dem Buch fantastisch dokumentiert, auf welchem Level die österreichische Uhrmacherkunst war, mit, ich glaube, über 10.000 Uhrmachern, die du da akribisch recherchiert hast. Und hier, ich komme gerade frisch von der Messe in Genf, das, was uns ja heute bestätigt wird, ist ja, man kennt, da ist eine Wiener Eleganz dahinter, da ist eine Wiener Perspektive dahinter. Wir haben jetzt mit der neuen Uhr zum Beispiel hier auch, ist sehr bekannt, dieser Côte de Genève, ne, also dieser Genfer Schliff auf dem Werk. Wir haben jetzt definiert den Wiener Schliff, also Côte de Vienne. Wir haben hier viele kleine Details in jeder Uhr, ob das jetzt zum Beispiel hier das Muster ist, das nehmen wir direkt vom Stephansdom, wo die Dachschindeln, sozusagen die Dachstruktur sich hier widerspiegelt am Armband. Wir haben hier unser Logo, unser quasi historisches Logo, das wir nur nachzeichnen, mit hier dem Doppeladler als Zeichen der Macht. Wir haben hier den Doppeladler, also Österreich-Ungarn natürlich, wir haben die Kaiserkrone, das war und ist das offizielle Logo von Sochi. Und das hier erwähnt Wien, Prag und La Chaux-de-Fonds. Also einer der Söhne wurde dann nach La Chaux-de-Fonds geschickt und dort hatten wir dann auch eine Taschenuhrenfabrik, wie zum Beispiel diese wurde dort fabriziert. Und von dort wurde einerseits das Mutterhaus beliefert, aber auch bis England etc. exportiert. Ja. Die meisten Mitarbeiter waren ja in der Schweiz, ich glaube 30, 5 in Wien und etwa 20 in Prag. Zum Beginn, wie schafft man es, einen Investor, so ein Start kostet ja einiges an Geld, es ist ja auch nicht sicher, dass es ein Erfolg wird, anzunehmen, aber wie schafft man es, einen Investor davon zu überzeugen, dass er jetzt hier Geld in die Hand nimmt? Das ist ja auch wichtig und sicherlich auch mit Herzblut und der Ambition und der Überzeugung, Dynamik, Energie verbunden. Ja. Also grundsätzlich ist das extrem schwierig. In meinem Fall, wie gesagt, war es ein E-Mail und das war ein kaltes E-Mail. Also sprich, ich kannte den Peter Bravik nicht, aber ich glaube, was mich fasziniert, ist auch, was ihn fasziniert hat. Sprich, auch etwas Schönes aus dem Nichts zu gestalten, diese extrem schöne Geschichte auch. Ne? Der Herr Gaugusch, hier gleich um die Ecke, der ist ein Urenkel, der hat mir dann erzählt, er hat Angst dazu, dass die Firma dann auch wieder quasi langsam quasi zugrunde ging, ja, weil halt die dritte Generation untereinander zerstritten war ein bisschen, jeder wollte quasi Chefin sein. Therese Suche war selbst ein bisschen spielsüchtig und so ging das halt langsam wieder verloren. Aber den Peter und mich, was uns antreibt und auch mein Team, dass wir hier was Tolles, Schönes, Wunderbares gestalten. Ne? Und diese Vision hier aus dem Nix
wieder im Grunde genommen eine Firma zu neuer Blüte zu bringen, das ist, glaube ich, die Herausforderung, die auch der Peter Brabeck sieht. Und er hat begonnen, seine Karriere als Eisverkäufer, er liebt auch zu verkaufen, in dem Sinn so ein Challenge, aus einer historischen Marke wieder eine internationale Brand sozusagen zu machen, das fasziniert ihn halt auch. Ne? Und ich glaube, was ich gut kann, vielleicht viel besser noch als Uhren verkaufen, ist Ideen verkaufen. Ne? Ob das Konzept jetzt für die Werner Artwig war oder ob das jetzt das Konzept für die Muisel war, wo ich sozusagen als Vater der Muisel gelte, wo ich aber auch Künstler immer wieder involvieren kann, wie den Vitor Conce damals für die Muisel oder hier ganz tolle junge Designer involvieren kann oder jetzt gerade bei der Vienna, bei dem neuesten Modell, konnte ich Eric Giroux gewinnen, der wirklich in den letzten 20 Jahren für die Top-Marken, also wirklich Weltmarken gestaltet hat. Also da habe ich, glaube ich, relativ viel Überzeugungskraft, weil man auch merkt, dass da geht es mir auch mir jetzt nicht primär um Geld, sondern weniges Money Money. Es geht etwas einfach Tolles, Sinnvolles, Schönes zu machen und auch natürlich mit einem sehr bewussten Hintergrund. Ne? Also es ist nicht Wischiwaschi, sondern wir wissen schon, was wir tun. Ne? Ich konnte einen der besten Uhrmacher engagieren, weil für ihn auch der Challenge war, okay, nicht schon wieder eine Schweizer Marke, sondern eine österreichische Marke. Ich konnte einen Star-Designer überzeugen, weil, okay, Louis Vuitton habe ich eh schon gemacht, Cartier habe ich eh schon gemacht, Boucheron habe ich eh schon gemacht. Nein, der hat zum Beispiel Architektur studiert und für den ist unsere Designsprache, wo wir uns sehr orientieren an der Wiener Werkstätte, an Hoffmann, an Loos. Für den war das genauso wiederum eine Herausforderung, wo es dann nicht immer nur um, wie viel kann ich da verdienen, was kann ich da Geld machen, sondern da geht es primär etwas Sinnstiftendes letztlich für die Ewigkeit machen. Du hast hier so fantastische historische Uhren. Wir haben in unserem Atelier, in unserem Showroom auch historische Uhren von Suchi, einer der größten Sammlungen. Du kennst das viel besser, du hast mich auf den Herrn aufmerksam gemacht, ist außerhalb von Prag diese größte Sammlung an Suchi-Uhren oder insgesamt historische Uhren. Also wir machen ja hier wirklich Dinge für die Ewigkeit, also die Vienna wird mich überleben, unsere fantastische Tischuhr, die wir mit Therese Suchi machen, einer jungen Uhrmacherin hier in Wien. Unser eigenes Tourbillon-Werk nach über 100 Jahren, das erste Mal ein Tourbillon-Werk wieder in Wien zu fertigen. Also das sind so, und da kriege ich halt die Gänsehaut. Und das, glaube ich, spüren auch unsere Sammlerinnen und Sammler, aber spüren auch unsere Kooperationspartner seit 8 Jahren. Ne? Und das ist sehr stabil. Also diese 8 Jahre sind ja eine Erfolgsgeschichte. Ich verfolge ja deine Aktivitäten im Internet. Du bist ja dauernd unterwegs. Als Diplomat bin ich lieber Flieger als zu Hause. Bist du gewohnt, sprichst viele Sprachen. Ich sehe dich im arabischen Raum mit Turbanträgern unterschiedlicher Kulturen in Hongkong und so weiter. Wie oft reist du? Wie oft sitzt du im Flugzeug und welche Länder sind mittlerweile und gehören zu euren Absatzmärkten? Also interessante Frage. Von den 365 Tagen bin ich schon 200 Tage unterwegs. Unglaublich. Also 2/3, 1/3. Hätte ich mir nicht gedacht. Doch. Aber das ist halt von jungen Jahren, ich war ja schon ein Student ein Jahr in Venezuela, ich habe an der New York University studiert. Also ich wollte immer unterwegs sein und reisen und eine Leidenschaft ist sicher Tolles, Schönes zu gestalten in der Kunst. Das andere ist meine Leidenschaft wirklich so quasi ein nomadisches Gehen. Also ich bin einfach gerne unterwegs. Ne? Es gibt Partner in Hongkong. Ja, wir haben ein kleines Händlernetzwerk. Das ist hier in Wien zum Beispiel Hübner. Das ist in Paris einer der besten Händler für Independent Brands, also die nicht zu einem großen Konzern gehören. Das ist Contre Passion. Wir haben in Hongkong Lavish Attic, eine fantastische Händlerin. Wir haben in Riyadh einen der besten Händler. Arabischer Markt war auch letztes Jahr unser bester Markt, also der wichtigste Markt. Wir haben in Tokio Noble Styling, auch eine sehr, sehr... Für 8 Jahre eine absolute Leistung, ja, so viele... Du bist ja als Wiener, ich bin zwar Steirer, aber als Wiener kannst du immer sagen, ein bisschen besser könnte schon noch gehen. Ne? Also schon, aber das muss man mal schaffen, dass man in 8 Jahren ein derartiges Netzwerk aufbaut, eine Brand schafft und regelmäßig hier auch verkauft. Das ist ja... zeigt ja, dass der Erfolg euch recht gibt. Der Investor wird sich auch freuen
Umsatzzahlen steigen, alle Achtung, ja, das würde man sich wünschen. Ja, also ich bin sehr zufrieden. Gleichzeitig, weißt du, ist es trotzdem ein riesen Challenge, ne? Weil wir sind jetzt gerade von der Genfer Messe gekommen. Es gibt 4 große Konzerne, die haben jeweils, weiß nicht, 10, 15 Brands unterm Dach, die sehr viel auch Finanzkraft haben. Was wir machen müssen, ist einfach immer ein bisschen kreativer zu sein, wie zum Beispiel mit unserer Sekundenscheibe, statt einem Zeiger, wo ich gesagt habe, Ja, es zählt nicht jede Sekunde, wir sind keine Speed Capital hier in Wien, so wie London oder New York. Oder wir haben auch jetzt in der Skelettierung zum Beispiel von unserer blauen Walz Nummer 1, also wo fantastisches Werk auch zu sehen ist mit Mikrorotor. Also auch mit der T-Shirt. Ne? Es gibt im T-Shirt ein Segment, also im Contemporary-Bereich, es gibt immer noch die Atmos, die gibt es schon seit über 100 Jahren. Aber sonst habe ich für mich gesagt, eigentlich hätte ich jetzt keine, die mir jetzt da gefallen würde. Ne? hier ist Und ein jeder- Saphir zu sehen. Ja, und jeder hat gesagt, hey Robert, eine T-Shirt, wer kauft eine T-Shirt? Jetzt bist du völlig verrückt geworden. Aber wir haben immerhin von der T-Shirt auch schon mehrere Stück an Schweizer Sammler exportiert. Toll. Also, und dann Und auch schön hier mit der T-Shirt natürlich, wir arbeiten hier gemeinsam auch mit Lobmeier, die machen unser Glas, also handgeschliffen, handgraviert. Wir haben hier ist das Zeichen, genau, das wir aus genau, den von Lobmeier. aus der Sammlung Lobmeier kennen, den Aquarellen und den Ja. Grafiken war immer dieses Zeichen Genau. zu sehen. Genau. Ja, ja, wunderbar. Ich glaube, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, weiter so Für die nächsten 100 Jahre, ja. für die nächsten Also wir 100 werden es Jahre. vielleicht nicht mehr machen, ne, aber Ich wünsche weiterhin viel Erfolg bei der Herzlichen Dank. Dynamik und Fleiß, Professionalität, Sprachkenntnis und Reisefreudigkeit ist das, glaube ich, garantiert. Und hoffe, dass wir uns hier wieder mal sehen, hier in unseren Räumlichkeiten. 100%. Und freuen uns, wenn unsere Zuseher, wir posten ja jeden Montag ein neues Video, zumeist von unseren antiken Uhren, aber es hat mich hier gefreut und es war mir wichtig, dass wir auch einmal etwas anderes hier präsentieren. Eine neue Firma mit historischem Hintergrund, viel Erfolg weiter, lieber Robert, und unsere Galerie steht dir auch in Zukunft immer zur Verfügung. Herzlichen Dank und ja, dir auch alles Gute und ja, freue mich sehr, dass ich bei dir gewesen sein Danke. durfte. Danke.